Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. Das hier ist San Pedro de Atacama, wie der Name schon sagt, in der Atacama-Wüste. Und heute gibt es 3 Herausforderungen. Wie ihr seht, die Nacht, dann die Kälte und die Höhe. Ja, es ist 4 Uhr steht hier, aber es ist 5, weil irgendwie die Zeit wieder anders ist. Ständig ist da irgendwas mit der Zeit. Jedenfalls bin ich auf dem Weg zu einem Geysirfeld. Und zwar das drittgrößte Geysirfeld der Welt. Geysire sind sehr selten wohl auf der Welt. Ich habe schon mal welche auf Island gesehen. Ein mega Spektakel. Ich bin gespannt, wie es hier ist. Und die Geysire sind auch der Grund, warum ich hier mitten in der Nacht losfahren muss. Weil hier Wüstenklima. Tagsüber ist es ziemlich warm. Und nachts ist es ziemlich kalt, also im Moment hat es hier 3 Grad, wir sind auf 2400 Meter Höhe. Das Geysirfeld liegt aber auf über 4000, so wie ich das verstanden habe. Und ihr seht, die Piste ist Ripio, wie man hier sagt, also Schotter. Ich war noch nie höher als 3400 Meter in meinem Leben. Und bei 3400 Meter, das war auf Borneo, da hatte ich auch schon so ein bisschen Kopfschmerzen. Viel Wasser trinken soll man soll nur leicht essen am Vortag. Ja, das Wassertrinken ist wohl der Geheimtrick, also ganz, ganz viel Wasser trinken. Gestern habe ich mir dann Wasser reingequält und ich habe jetzt auch noch eine Flasche dabei. Und dann gibt es natürlich hier noch die Indio-Tricks. Coca-Tee habe ich mir gemacht. Es hilft nachweislich gegen Kopfschmerzen und macht einem eben ein bisschen fitter wohl. Hatte ich ja in der letzten Etappe auch schon gemacht, hatte ich gedacht, aber jetzt habe ich festgestellt, ich habe in der Küche die falschen Blätter genommen. Es gibt so eine andere Blätter, ich weiß nicht, was das ist, aber das sieht fast genauso aus wie die Coca-Blätter. Und naja, der Placebo-Effekt hat es getan. Ich hatte das Gefühl, das hilft. Jetzt habe ich zum Frühstück so ein bisschen genippt und da sind noch so andere Stäbchen, die kann man auch noch reinmachen. Ich glaube, das ist gegen Kotzen dann, wenn man viel kotzen muss. Das ist auch bei der Höhenkrankheit. Ich habe auch noch mir Bonbons gekauft. Coca-Bonbons gibt es ja auch. Und ich habe normale, die habe ich noch nicht probiert, aber ich habe auch die mit Honig und die sind ziemlich lecker. Da habe ich jetzt auch mal eins gegessen. Mal sehen. Ich glaube, ich bin okay vorbereitet. Ich habe riesen Respekt vor der Höhe, ich habe auch Respekt vor dem Weg, weil alle anderen, oder was heißt alle anderen, die meisten Leute machen eben eine Tour mit so einem Bus. Und ich bin auch mal gespannt, wie steil das ansteigt, wie schlimm das wird. Wenn man auf Google guckt natürlich, da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, es ist eine Horrorstraße. Dann gibt es andere Leute, die sagen, es ist eine ganz normale Straße. Und ja, ich hatte eben die Hausherrin gefragt. Und die hat gesagt, ja, es ist nicht asphaltiert, aber regular, was immer das heißt. Man muss eben zum Sonnenaufgang da sein. Durch den Hitzeunterschied sieht man dann eben diesen Qualm, also diesen Rauch von den Geysiren total gut. Und wenn es dann wärmer wird, dann sieht man es nicht mehr. Ich habe alles an, was ich anhaben kann. Nur meine Handschuhe, ich habe ja neue Unterziehhandschuhe, die habe ich angezogen und habe meine Sommerhandschuhe drüber gezogen, Griffheizung an. Mal sehen, ich habe die anderen Handschuhe noch dabei. Also Handschuhe kann ich noch nachlegen, ansonsten habe ich oben 6 Layer an, unten 3 Layer an. Also ich bin besser ausgerüstet als in Patagonien. Und ich hoffe einfach, dass ich in Patagonien durch die harte Schule gegangen bin, dass ich damit umgehen kann. Und jetzt, das sind 80 Kilometer ungefähr, 1 Stunde 40. Und ja, das hier ist so eine Art Feldweg. Keine 10 Minuten gefahren, weiß ich jetzt schon, brauche ich die anderen Handschuhe.
Ist zu kalt. Es ist halt tagsüber so warm. Da denkt man so, ah ja, wie kalt kann es sein? 2 Autos haben mich überholt, als ich meine Handschuhe angezogen habe. Das hat ewig gedauert. Dann habe ich den Unterziehhandschuh irgendwo hingelegt. Im Dunkeln habe ich ihn nicht mehr gefunden. Oh, richtig nervig. Eine Viertelstunde verloren. So, mittlerweile nur noch 1 Grad. Man merkt es aber nicht so, weil also jetzt ist windig geworden, aber bisher war überhaupt kein Wind. Jetzt wird es windiger. Klar, wenn man auf den Berg kommt wahrscheinlich. Aber weil es relativ anstrengend ist, so hoch zu fahren, ist man körperlich ganz gut beschäftigt. Hier ist jetzt ein guter Teil, aber es waren auch schon ziemlich steile Stücke mit ziemlich großen Löchern. Und dann bewegt man sich mehr. Dann ist es nicht ganz so kalt. Also bis jetzt ist es noch okay. Aber ich kenne das aus Patagonien. Die erste Stunde ist immer okay, dann wird es hardcore. Aber es ist ja nicht so weit. Also ich habe noch 1 Stunde jetzt. So, jetzt spürt man, dass es kälter wird. -1. Jetzt wird es echt minütlich, geht die Gradzahl runter. Was ich aber sagen wollte, es ist ja auch hier, wie man noch Atacama-Wüste, bester Sternenhimmel. Ihr kennt das aus meinem Sternenvideo. Manchmal sieht man so in der Ferne irgendwelche Sternschnuppen runterfallen, obwohl das ziemlich schwierig ist, Sterne zu sehen mit dem Motorradlicht. Ich habe Fernlicht an. Aber manchmal sieht man trotzdem halt Sternschnuppen fallen. Das ist halt brutal geil. Oh, jetzt ist brutal anstrengend alles. Auf einmal. Visier beschlägt, -3 haben wir jetzt. Oh, meine Augen tränen. Ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft. Und ich muss auch langsam tun. Einmal, ich bin halt so schnell gefahren. Zu schnell gefahren einmal bin ich fast abgeschmiert. Ich habe gehört, die Konzentrationsfähigkeit leidet auch. Deswegen schön langsam machen. Aber jetzt ist auch einfach das Aufstehen ist schon brutal anstrengend. Ui. Was ist jetzt hier? So, ich habe es geschafft. Ab -7 Grad ging keine GoPro mehr. Und mein Handy ist auch eingefroren. Ich kann keine Fotos machen. Geht nicht mehr an. Es war hardcore kalt. Ich musste einmal anhalten und dann, also es war auf dem Weg schon brutal. Ja, Höhe geht im Moment. Aber ich bin auch gerade erst angekommen. Nicht so schlimm. Ich habe hier die Südtirolerinnen getroffen. Die haben hier mit dem Bus oben geschlafen. Die haben Höhenkrankheit. Naja. Ach so, bei der Teneré übrigens, ab -10 zeigt sie nur noch Low an. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Aber hier, ihr seht die Geysire. Man kann diesen Rauch eben nur sehen, wenn es morgens ist, weil irgendwann wird es dann zu warm und dann sieht man den Rauch nicht mehr so. Hier sieht man auch, wie kalt es ist. Der Boden ist gefroren. Das ist schon beeindruckend. Und das Gute ist, es müsste jetzt jeden Moment wärmer werden. Wenigstens ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade hier sind ja diese Führungen, auch auf Englisch, habe ich ein bisschen gelauscht. Und es ist so, ab -2 Grad sieht man keinen Rauch mehr. Deswegen, es muss kalt sein. Damit man den Rauch sieht und dieses Spektakel hier.
Und hier sieht man ein bisschen Rauch, wenn man es sehen kann. Aber hier entsteht ein neuer Geysir. Und es ist auch warm, wenn man hinfasst. Mach ich jetzt mal die Hände auf. Ja, ein bisschen warm ist es. Es schneit. Kann man das sehen? Das ist unglaublich. Und sie hat mich eingeladen, der Tour zu folgen. Sie haben mich auf der Straße gesehen und wollten mich aufsammeln, als ich eine kurze Pause gemacht habe, meine Finger aufgewärmt habe. Die haben gesagt, zu dem Zeitpunkt war es auf der Straße minus 23 Grad. Und jetzt geht die Sonne auf, man sieht es da ein bisschen. Gleich kommt sie über den Berg. Ja, super nett. Dieser Fluss fließt bis in den Pazifik übrigens. Das habe ich auch noch, kann ich ein bisschen Sachen erzählen, weil ich dieser Tour folge. Wir haben immer noch minus 22 Grad, sagt sie gerade. Fühlt sich gar nicht so an, weil es so hardcore kalt war, wahrscheinlich auf dem Weg. Aber es ist schon kalt. Aber mein Handy, ich habe es jetzt hier an der Brust, aber es taut nicht auf. Hier ist der Boden warm und die Leute setzen sich hier hin und ziehen ihre Schuhe aus, um sich aufzuwärmen, weil es so kalt ist. Nach 20 Minuten, sagt sie, dann geht die Sonne auf. Und die Höhe 4320 Meter. Hier ist auch so eine warme Stelle. Es ist soweit. Die Sonne kommt über den Berg. Oh, ist jetzt besser bestimmt, hoffentlich. Ist ja wirklich kalt. Ich versuche jetzt mein Handy hier aufzuwärmen, indem ich es hier auf die heißen Steine lege. Weil da geht nichts mit dem Handy. Ich hoffe nicht, dass es tot ist. Aber ich glaube, das dauert immer ein bisschen, bis es hier holt. Komischerweise die 360-Grad-Kamera, die war die ganze Zeit in der Kälte. Die ist nur kurz nicht gegangen. Mit dem Atmen ist es ein bisschen schwierig. Es ist dünn, die Luft, merkt man. Es ist so, für den, der das noch nicht erlebt hat, ist ja auch mein erstes Mal. Es fühlt sich so an, wie als wäre man auf einer Party gewesen gestern und hätte 2 Päckchen Kippen geraucht. Man kann so schwer reinziehen. So ist es. Aber sonst geht es mir eigentlich nicht schlecht bisher. Ja. Und man sieht jetzt auch, wie langsam die Rauchsäulen versiegen. Also wenn es in einer Stunde oder so, weiß ich nicht genau. Aber sie hat ja gesagt, bei minus 2 Grad kann man den Rauch nicht mehr sehen. Also es muss jetzt noch kälter sein, aber es wird jetzt immer schon kleiner. Das Schöne ist, mit der Wärme kriegt man auch immer mehr Akku. Also es war alles 4% hatte ich noch aus dem Pocket. Das war das letzte. Bisschen was in der 360-Grad-Kamera. Und jetzt habe ich das Handy auf eine hier heiße Stelle gelegt und es ist zurück, 83%. Jetzt kann ich noch ein paar Fotos machen. Scheiße, ich kann kein Gas mehr geben. Der Griff ist lose. Ich kann kein Gas mehr geben. Das heißt, ich muss es jetzt abschrauben. Gucken, ob ich Kleber dabei habe. Ich habe ja Sachen dabei. Ich glaube, ich habe sogar Kleber mitgenommen, weil ich gedacht habe, wenn mir was passiert. Und dann festmachen. Immerhin, es wird jetzt immer wärmer. Naja, muss ich jetzt machen. Bleibt mir nichts übrig. Ich kann kein bisschen Gas mehr geben. Ich habe das jetzt mit dem letzten, kann man das überhaupt sehen? Den letzten Kleber gefixt. Der ist schon ziemlich zerbrochen und so. Das ist immer mit diesen Klebern. Die zerbrechen immer ziemlich leicht und dann ist überall. Ja. Das ist aber ein ziemlich starkes Zeug.
Es ist halt nicht so warm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist zweimal bei Kälte losgegangen. Bei Hitze ist es noch nie losgegangen. Also Kälte ist ja anscheinend schlimmer. Ja, jetzt warte ich hier nochmal eine Viertelstunde. Es ist immer noch geysierig. Und ja, die Touren sind fast alle weg. Deswegen ja, warte ich jetzt einfach nochmal. Man darf hier halt nichts essen, nichts trinken, bla bla bla. Wenn hier jetzt keiner wäre, könnte ich hier mal einen Schluck trinken. Aber dann esse ich halt noch einen Coca-Bonbon. Glück gehabt, dass ich den Kleber dabei habe. Normalerweise hätte ich gar nicht den ganzen Quatsch dabei. Dann wäre ich aufgeschmissen gewesen. Dann hätte ich es irgendwie abmachen müssen und dann mit dem Plastikgriff runterfahren. Jetzt kommt der große Test. Aha, geht wieder. Hoffentlich hält es auch. Ja. Inzwischen ist mein Visier auch aufgetaut, was sehr schön ist. Das war echt ein Problem, das ist so zu... Also der Atem war so warm und die Umgebung war so kalt, dass ein Atemstoß und es war direkt beschlagen. Ich habe halt kein Pinlock mehr, weil das total... Ich konnte natürlich nichts mehr sehen. Es war total kaputt. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall... Zumindest noch in der Sonne ist es auf jeden Fall angenehm. Zeigt jetzt 1 Grad an. Wie gesagt, es muss unter 2 sein, weil sonst sieht man es nicht mehr. Ja, aber in der Sonne ist es natürlich wärmer. So, ja, hier ist auch einer. Ist halt schon total hübsch. Ja, läuft. Das ist krass, dass man jetzt auf dem Rückweg mal sieht, an was für einem Spektakel man vorbeigefahren ist. Wie der Boden ist, das habe ich ja gesehen, aber nichts außenrum. (4 Grad hat es jetzt hier, laut Moped. Ja. Auch witzig, dass die Teneré dann das nicht mehr anzeigt nach -10. Warum eigentlich? So, um den Motorradfahrer zu schonen. Weil ich gesehen hätte, dass es -23 hat, da wäre ich wahrscheinlich gedacht, ey, ich muss umdrehen. Aber so habe ich gedacht, ja, es ist wie in Patagonien. Es ist halt brutal. Das kann noch ein bisschen dauern, bis ich wieder zurück bin. Ich habe heute nichts vor, außer die Rückfahrt und dann packen. So, das hier ist Machuca. Sieht jetzt nicht so einladend aus, aber ich habe gelesen, hier soll man einen Stopp machen. Da erinnere ich mich auch an, was ich gelesen hatte. Hier gibt es Brochetta. Brochetta. Sí. Und das ist vom Lama. Ich stimme zu, ein Pflichtstopp. Die Lama-Spieße, hervorragend. Die sind irgendwie eingelegt in Chimichurri und dann gegrillt. Mit bisschen Zwiebeln, das war's. Zart, mega gut schmeckend. Ich hätte noch ein paar mehr essen können, aber einer kostet 5 Euro. 5 Minuten gefahren
Flamingos. Jetzt habe ich eine Stunde mit den Südtirolerinnen geplaudert. Ja, die waren auch in San Pedro 2,4 und sind dann halt auf 4,3 gefahren. Das war zu viel. Der einen ging es richtig schlecht, der Silke. Ja, und ich habe jetzt auch ziemliche Kopfschmerzen, muss ich sagen. Und hier bin ich noch auf 3,4. Aber die haben jetzt gesagt, ich kann hier runter wandern. Viertelstunde. Und da sind Hot Springs. Es gibt oben diese bezahlten Hot Springs, wo man also Eintritt zahlen muss. Und hier kriegt man es aber quasi umsonst. Ich weiß nicht, wie gut es dann ist, aber die eine, die Juliane, die war drin gestern, hat gesagt, sie hat sich so reingelegt. So warm ist es. Jetzt gucke ich da doch nochmal. Hier sind riesige Kakteen. Ja, die sind einfach 2,50 Meter groß. Wow. Also so richtig warm ist es nicht, aber es ist auch nicht richtig kalt. Also die Juliane hat gesagt, umso weiter man hochgeht, umso wärmer wird es. Und ja, aber schön ist es hier, mitten im Schild. Hier findet jeder seine eigene Lagune. Und ja, ich habe jetzt hier nicht den besten Platz wahrscheinlich zum Schwimmen, aber also schwimmen kann man eh nicht, man kann so eintunken. Aber großartig. So anstrengend für den hier. Aber hier, guckt euch das an. Oh nein, doch. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Die haben gesagt, sie haben es auf iOverlander gesehen. Ich gucke da viel zu selten rein. Hola. Ich bin zurück im Hostel. Das war mein Abenteuer El Tazio. Jetzt gehe ich nochmal aus in San Pedro und morgen verlasse ich dann die Atacama-Wüste. Wenn alles gut läuft, befinde ich mich morgen Abend in Argentinien. Ob es klappt, könnt ihr beim nächsten Video sehen, wenn ihr Lust habt. Also bis dann, macht's gut, euer Ruti. Ciao, ciao.